Wer es nicht mitbekommen hat, Linus Tech Tips, also einer der wahrscheinlich größten Technik-YouTube-Kanäle, wobei er sehr viel mehr Hardware-Stuff macht als jetzt ich. Ich mache ja gar kein Hardware-Stuff. Wurde gehackt, wie man es eigentlich schon kennt mit diesem ganzen Tesla, Elon Musk, Bitcoin-Scam-Zeugs, und er geht da jetzt ein bisschen drauf ein. Wir haben das Ganze wirklich sehr, sehr häufig schon gehört, und ich habe ein paar spannende Gedanken von anderen Leuten, anderen Creatoren auch dazu schon gehört, weil am Ende ist das halt eine Frage von, wann trifft es uns alle, also uns Creator. Das ist quasi mich wird das treffen, ihn hat es getroffen, mehrfach schon, glaube ich, wobei er noch einen anderen hatte. Eigentlich kann das jeden Content Creator treffen, und naja, das wird passieren. Wahrscheinlich irgendwann demnächst. Wir schauen uns einfach mal sein Video an. Geht auch nur 15 Minuten, das heißt, wir haben vielleicht noch ein bisschen Zeit, um das Thema ein bisschen noch weiter auszudiskutieren. Schauen wir mal. This is me racing out of bed for our front row seat to my life's work vanishing before my eyes. Achso, ich hoffe, Englisch ist für euch okay. Ich habe geguckt, es gibt leider keine Untertitel. Ich würde ihm ja vorschlagen, Untertitel automatisch zu generieren, aber das geht entweder nur in die eigene Sprache oder in Englisch. Deswegen ist klar, dass er sie nicht auf Deutsch hat. Ja, also auf jeden Fall. Linus Tech Tips, deleted. Tech Linked, toasted. Tech Quickie, gone. The good news is that if you're watching this, we're back online. The bad news is that this kind of attack has become so commonplace on YouTube that when we sat down to prepare this video, it took us less than 10 seconds to find a huge channel that was dealing with exactly the same thing in that moment. Und wir haben tatsächlich ja auch schon extrem viele von denen gehabt, ne? Also dieser Scam ist im Endeffekt mittlerweile so normal geworden bei Content Creatern, dass ich glaube, ich habe schon über 3 oder 4 selber drüber berichtet, und dann habe ich aufgehört, weil es einfach immer derselbe ist. Es ist immer derselbe Scam, und er ist verdammt gut gemacht. Wir hatten auch mal, glaube ich, drüber geredet, wie der genau abgeht. Ich weiß nicht, wie es bei ihm war, aber wir schauen uns das mal an, und dann erzähle ich euch, wie ich den schon bekommen habe. Also ich habe den ja auch schon abgekriegt. Also mein Kanal wurde nicht übernommen, aber ich habe den Virus bekommen, der per E-Mail bekommen, der den quasi durchführen würde. Wer da wirklich auf diese Links klickt, ich weiß nicht. Das ist mir sowieso schleierhaft, wie sich das immer noch lohnen kann für diese Leute. Das verstehe ich nicht. Let's talk then about the motive for these attacks, the process changes that we and YouTube need to make, and how we can all work together as a community to educate and protect each other from bad actors. Oh, and to tell you about our sponsor, Dbrand. Oh God, not Dbrand. Today? Really? Oh, actually no, they've got something good. Stay tuned. Not again. Stand gerade unten. Also, wenn ich eine Glasfaser bekomme, hätte ich tatsächlich Bock, das so wie Linus ja auch zu verlegen. Der hat ja wirklich in seinem Studio komplett überall Glasfaser verlegt, was einfach insane ist. Also, der hat ja intern dann auch unglaubliche Geschwindigkeiten. Our work started a little after 3 in the morning when the Linus Tech Tips account was renamed to Tesla and started streaming a podcast-style recording of self-proclaimed techno king Elon Musk discussing cryptocurrency. This in and of itself is not a scam, but the streams linked to a scam website that claimed that for every 1 Bitcoin you sent, they would return double, complete with fake transaction records showing other users definitely getting huge payouts. Und Fun Fact, genau dasselbe wurde auch gemacht, als, ihr erinnert euch vielleicht noch, Twitter selbst gehackt wurde. Da haben sie ja also einen Administrator von Twitter gefischt und hatten dann Zugriff auf die komplette, auf alles von Twitter im Endeffekt, und haben dann im Namen von einigen sehr, sehr berühmten Menschen dort, also ich glaube, Elon Musk war sogar selber dabei, aber auch Joe Biden, Barack Obama, ich weiß nicht, ob Donald Trump damals noch dabei war, kann auch sein, wurden genau solche Scams auch geschickt. Also quasi wirklich ein Tweet mit: ey, ich habe meine Spendierhosen an, schick mir Bitcoin, genau an diese Adresse hier, und anschließend gebe ich dir quasi das Doppelte zurück. Das war genau dasselbe Schema, damals schon. Aber ja, naja, ne, man kennt's. Also es hat sich im Endeffekt nicht geändert. Das Ganze spielt im Endeffekt mit dieser nicht so gut Nachverfolgbarkeit von Bitcoin und eben mit der Gier der Menschen. Ich weiß nicht genau, wer wirklich darauf reinfällt. Bitte schickt da logischerweise nichts hin. Ja, er hat jetzt hier die Adresse nicht zensiert. Ich glaube, ich muss das nicht dazu sagen.
Over the next couple of hours, then, we sparred back and forth. First, I privated the streams, revoked the channel stream key, and attempted to reset the account credentials, only to realize, as I was investigating the source of the breach, that I had been completely outmaneuvered. They were back Also wenn du 69 Bitcoin hast, dann darfst du mir gerne 0,0069 Bitcoin abgeben oder so. in, and the streams were live again. Okay, so I log back in, nuke the stream again, and I go to, and they're up again. And now videos are being mass deleted from the channel. Over the next couple of hours, playing. Also man muss natürlich auch mal, er bringt das sehr, sehr gut rüber, ne? Aber man muss mal dazu sehen, was für ein emotionaler Stress ist. Das Ganze ist von Linus Tech Tips, dass sein Channel letzte Nacht gelöscht wurde oder halt gehackt wurde und er ihn quasi wieder zum Laufen gebracht hat. Was übrigens echt schnell ging diesmal, ne? Ihr erinnert euch noch, wie lange es bei Julian Bam gedauert hat. Ist übrigens genau derselbe Scam gewesen. Also ist im Endeffekt genau derselbe Scam, der auch bei Julian Bam gelaufen ist oder bei den ganzen anderen 1000 Leuten, die da auch das Ganze bekommen haben. Man muss mal überlegen, was das für ein Creator für Stress ist, ja. Wir sitzen da und ziehen diesen Kanal groß mit so viel Herzblut auch und stecken da wirklich, also ich meine, bei mir steckt wirklich, mein Arbeitstag fängt morgens um 6:42 Uhr an. Das ist eine spezifische Zeit, da geht meine Freundin aus dem Haus. 6:42 Uhr fange ich an. Zwischendrin dusche ich dann noch irgendwann und iss mal was. Und abends, ich bin manchmal so gegen 18, 19 Uhr fertig. Manchmal bin ich aber auch bis 23 Uhr dran. Gestern war es 24 Uhr. Also, das muss man sich mal so geben, ne? Und ja, das ist halt, es ist ein unfassbarer Stress, wenn man einfach weiß, dass jetzt quasi dein Lebenswerk so ein bisschen zunichte gemacht wird. Weil ich meine, im Endeffekt, wenn YouTube das nicht wieder hinkriegt, was sie zum Glück mittlerweile fast schon automatisiert haben, habe ich das Gefühl, weil es so schnell ging, wenn die das nicht wieder hinkriegen, dann bist du halt alles los, was du hattest davor. Gut, klar, du kannst wahrscheinlich dann wahrscheinlich einen neuen Kanal anfangen und kannst dann früher oder später wieder die Aufmerksamkeit bekommen, die du halt hattest. Aber es ist trotzdem, ja. Login Whack-A-Mole. The Linus Tech Tips, TechLinked, and TechQuickie accounts were each used to host these Elon Musk crypto streams. Und um das nochmal zu erweitern hier, es tut mir leid, ich gebe halt hier gerne so ein bisschen mein Take da drauf, weil das halt bei mir auch irgendwie so ein bisschen Stress ist. Wenn ich kein Video rausbringen kann, springen am Ende Sponsoren ab. Es springen ihr natürlich vor allem ab, das habe ich ja gerade schon erwähnt, aber wenn halt am Ende das Geld auch nicht reinkommt, geht es ja nicht nur um dich selber, sondern es geht am Ende auch darum, dass du deine Mitarbeiter nicht bezahlen kannst. Im Fall von Linus Assist ist ja halt ein riesiges Team. Bei mir sind es aber auch schon mehr als eine Person. Also nicht nur ich, sondern Cutter hängt da hinten dran, der auch davon im Endeffekt lebt. Ein Entwickler hängt da hinten dran und dann noch ein Entwickler in einem ganz anderen Land, der Freelancer bei mir ist oder die Freelancer bei mir ist. Und das muss man sich halt überlegen, dass da halt auch wirklich was hinten dran steckt, dass ja einfach Menschen da auch von leben müssen. Und ja, wenn das halt nicht geht, dann ist das echt nicht so geil. Klar, wenn ein Video ausfällt, ist es nicht so dramatisch, aber jetzt nehmen wir einfach mal an, der komplette Kanal wird. Dann wäre das nicht so geil. Genau. Warum ist es eigentlich immer Elon Musk? Weil Elon Musk früher, ich weiß nicht genau, wie er es mittlerweile macht, aber irgendwann hat er mal eine Phase, da hat er Dogecoin und Bitcoin richtig hart gehypt. Also richtig, richtig gepusht. Und dieses Dogecoin und auch eben Bitcoin sind dadurch ein bisschen populärer geworden, überhaupt erstmal und in der breiten Masse angekommen. Weil ich würde sagen, also Dogecoin war davor quasi unbekannt, hat niemand gekannt. Ich habe tatsächlich mal Dogecoin gemeint irgendwann, als es bei 0,0000001 Cent war, weil ich es irgendwie lustig fand und halt mehr erste Erfahrungen sammeln wollte. Das war noch bevor irgendwas war. Ich habe damals, ich glaube, das war 2012 oder sowas. Und ja, hier Bitcoin, klar, war davor schon populär. Hat sich damals schon nicht gelohnt, es zu meinen. Aber ja, er war halt so eines der größten Unternehmen, die halt gesagt haben, wir akzeptieren auch Bitcoin. Und er war halt eins der größten Unternehmen, die gesagt haben, ey, ihr könnt euch einen Tesla von mir aus auch kaufen, wenn ihr mit Bitcoin bezahlt. Und ja, naja, until das ist they so der were Hintergrund. ultimately nuked by YouTube altogether for violating YouTube's terms of service. Ja. And I can almost Und das ist noch so ein Ding. Die ganzen Kanäle gehen erstmal offline wegen Terms of Service, bevor YouTube einschreitet. Und schwierig.
Tesla mit Bitcoin kaufen ist ein Traum der Geldwäsche. Ja, richtig. Deswegen haben sie es, glaube ich, auch mittlerweile eingestellt. Du konntest früher bei Steam mit Bitcoin bezahlen, du konntest bei Amazon mit Bitcoin bezahlen und du konntest noch einige andere sehr, sehr große Plattformen mit Bitcoin eben bezahlen. Ist doch geil. Kauf dir einen Tesla mit irgendwelchen Bitcoins, die du von einem Ransomware-Angriff hast. Geh damit hin, kauf dir ein paar Teslas, fahr irgendwo anders hin, verkauf die Teslas wieder gegen Bargeld und Profit, I guess. Also, es ist halt legit einfach Geldwäscheparadies. Es ist schwerer geworden. Damals war das natürlich, was damals, das ist noch gar nicht so lange her, aber in den letzten paar Jahren sind immer mehr Regulierungen und mehr Behördenstrukturen da auch reingekommen, die das Ganze ein bisschen limitieren. Ja. Almost feel your thoughts through the screen right now. Linus, truly, after all these lectures about two-factor authentication, don't you even protect your own accounts? Of course I do. Das wird bei mir auch kommen, wenn das bei mir While irgendwann strong passieren sollte. passwords and multi-factor authentication are very powerful security measures that you should use, they're not impenetrable. First up, let's talk 2FA. Not all factors or additional authentication elements are equally secure. The most common second factor, SMS, can be compromised by simple social engineering targeted at your phone carrier. Check out this video. Oder, ja, also Phone Carrier tatsächlich. Oder es gibt halt einfach auch solche Phishing-Seiten, die halt einfach deinen zweiten Faktor abfischen. Aber ich hoffe nicht, dass er das dabei hatte. Also ganz kurz zu diesem Thema MFA, ja. Man loggt sich ja nicht normalerweise ein bei Social Media mit einfach nur, oder wenn man so einen wichtigen Account hat wie jetzt Linus oder ich oder irgendjemand, der halt mehr als auch nur 1000 Abos hat, dann loggst du dich nicht mehr ein mit nur Username, Passwort. Bei Google darfst du es gar nicht mehr. So, sondern du loggst dich ein mit halt Username, Passwort und einem weiteren Faktor. Zum Beispiel SMS-2-Faktor oder du loggst dich ein mit noch einem Code, den du per E-Mail bekommst und den du dann halt dort eingibst. Oder was viel besser ist, über eine App. Ja? Das heißt, man hat quasi diesen Zwei-Faktor-Code in der App und der erneuert sich alle 30 Sekunden. Man kann eigentlich nicht vorhersagen, was dabei rauskommt am Ende. Das ist ganz gut, aber kann halt immer noch abgefangen werden, weil wenn ein Hacker quasi euch diesen 2FA-Code schickt, beziehungsweise euch einfach ein Formular gibt, wo ihr auch diesen 2FA-Code einfügen müsst, weil ihr seid ja gewohnt, dass ihr diesen 2FA-Code einfügen müsst, dann haben die natürlich auch diesen Code. Dementsprechend bringt das relativ wenig. Deswegen gibt es da, habe ich ihn gerade reingesteckt? Nee, ich habe ihn nicht reingesteckt, der ist in der Kiste. Das kram ich jetzt nicht raus. Es gibt so einen kleinen USB-Stick, das ist ein Security Key. Den kannst du reinmachen, kannst du draufdrücken und dann ist das wirklich asymmetrische Verschlüsselung und dann ist eigentlich dein Login super safe. Da kannst du relativ wenig machen. Ich weiß nicht, ob er da noch drauf geht. Genau, der YubiKey funktioniert mit Public Keys. Du hast einen Private Key auf deinem Security Key und der Private Key wird quasi, wenn du deinen Key registrierst, wird der bei deinem Account hinterlegt. Und das ist wirklich geil. The last time our account was hijacked for more information about that. Another common factor, notification-based multi-factor, is susceptible to fatigue attacks, where a perpetrator will constantly try to log in, hoping that you'll assume, oh, it's probably someone from work. Das ist gut, dass er das mal anspricht. Es gibt auch diese Variante, die er gerade genannt hat. Zum Beispiel, wenn ich mich am PC bei YouTube anmelde, dann kann es sein, dass YouTube mich auf dem Handy fragt, ey, möchtest du dich damit anmelden? Dann kriege ich hier quasi eine Push-Benachrichtigung, kann draufklicken, kann sagen, ja, ist in Ordnung, mach das. Jetzt kann ein Hacker, der aber mein Passwort gefischt hat, natürlich hergehen und kann mir einfach 10 Millionen von diesen Benachrichtigungen schicken und man kann quasi denken, ey, ja, das ist schon in Ordnung. Macht das nicht. Auf gar keinen Fall einfach glauben, dass das okay ist. Die schicken dir dann halt wirklich tausende Push-Benachrichtigungen, dann, wenn du es am wenigsten brauchen kannst. Also mitten in der Nacht. Und du denkst dann erstmal, ah ja, das ist jemand, der irgendwie jetzt gerade halt noch was machen muss, um schnell ein Video fertig zu bekommen. Und da kommt dann auch noch Social Engineering rein, wenn jemand irgendwie sein Handy compromised hat, also irgendwie ein Virus drauf hat und euch dann auch noch schreibt, ey, ich brauche gerade Zugriff darauf, dann ist es fast unmöglich. Also nehmen wir an, jemand, der Zugriff auf meinen Account haben muss, weil muss halt sein, damit jemand bei Linus zum Beispiel hochladen kann, sein Manager zum Beispiel, der wird gehackt und hat keinen Zugriff mehr, beziehungsweise sein Handy wird gehackt, aber sie haben keinen YouTube-Zugriff. Dann gehen die her und schicken einfach Linus die ganze Zeit solche Push-Nachrichten und sagen ihm dann aber, ja, hier, schau mal,
ist wirklich, das bin wirklich ich. So, da kannst du fast nicht mehr erkennen, dass das nicht so ist. Und diese, ja, Ermüdungsangriffe sind ein riesiger Faktor. Ich empfehle anzurufen, aber anrufen macht man halt in der Praxis einfach nicht wirklich. Deswegen, also wenn derjenige euch eine Nachricht schreibt, dann ist es schwierig. Wenn derjenige euch keine Nachricht schreibt, dann zumindest mal abchecken, ob das echt sein könnte. Man hat ab einer gewissen Größe definitiv einfach mehrere Accounts, gerade bei Linus Safe der Fall. Ja, musst du einfach haben. Es gibt bei YouTube die Möglichkeit, dass du Berechtigungen einstellst in deinem Konto. Das heißt, wer kann hochladen, wer kann Inhalte veröffentlichen, wer kann Inhalte bearbeiten und so weiter und so fort. Das kannst du einstellen, aber halt nicht so super fein granular. Also ich kann nicht hergehen und sagen, der darf nur hochladen, aber nicht veröffentlichen. Ich glaube, das geht gar nicht. Während ich kann auch nicht hergehen und sagen, der darf veröffentlichen, aber nicht die Videos löschen. Ich glaube, das sind so zwei Sachen, die lassen sich nicht ausschließen. Das sind diese Rollenberechtigungen, die sie da hatten. Und ab einer gewissen Größe hast du sowas einfach. Also bei mir ist es wirklich, mein Manager hatte eine Weile Zugriff auf Instagram und TikTok und die haben nicht mal so ein Mehr-Account-System. Das heißt, wir mussten uns halt legit denselben Account teilen. Also wir mussten uns beide einloggen, indem wir uns dann absprechen und uns wirklich diese 2FA-Codes hin und her schicken. Und ich habe so Kopfschmerzen davon bekommen, dass ich irgendwann gesagt habe, nee, das machen wir nicht, das können wir nicht machen, das ist furchtbar. Lass mich das machen, ich schicke dir alles, wenn es irgendwie wichtig ist, lass mich uploaden. Also es ist einfach, also ich verstehe nicht, warum gerade solche großen Firmen wie jetzt TikTok oder Instagram sowas nicht implementieren. Das ist einfach so ein Base-Layer, den man haben muss. Aber da sind halt die Plattformen auch einfach faul. Bei ihm wird es halt wahrscheinlich ein bisschen anders sein. Ich meine, bei ihm, er ist halt in der Aufnahme in 50 Formaten. Dann muss es jemand schneiden, dann muss es hochgeladen werden. Kannst mir keinen YouTuber nennen, der das nicht hat. Herr noch Blatt war doch auch mal so ein Fall, der da, glaube ich, gehackt wurde. Und genau bei dem ist es ja auch, vor allem die größeren sind da halt anfällig für. Anyways, genau. Or even just click on the notification by accident. It's very problematic. And I'm looking at you, Google, since you can't disable this factor on Google accounts. Kann man nicht, ja. Even time-based two-factor, like Google Authenticator or Authy, can be compromised, say if you were to accidentally set it up or access it from an infected device. In spite of all of these issues with two-factor, though, it held the line last night. Our attacker not only never gained access to our additional authentication factors, they never even had our passwords. Ja. But Cookies. how can that be? Das ist eben das Problem. Wenn du ein Malware einfach auf deinem System hast, kann die einfach Cookies auslesen, dann bist du weg. Well, as it turns out, they didn't need any of that, Ja. which is a big part of why it took me so long to clue in and stop the Ich krieg das spread. Video fertig. I was so Schaffen focused wir. on the potential damage that could be done by someone who had commandeered my SMS messages or gained access to my Google Authenticator somehow that I expended valuable time battening down the wrong hatches. If I had Cookies. watched Theo Joe's recent video on the subject, or at least skimmed the comments, I could have probably stopped the bleeding in a matter of minutes. Shout out Theo Joe. But I didn't, so I got to be educated the hard way about a breed of attacks that bypass. Warum kann jedes Programm Cookies auslesen? Sollten die Daten nicht verschlüsselt im Browser sein, beziehungsweise sollte die Malware gar keinen Zugriff haben? Das Problem ist, du kannst Cookies nicht verschlüsseln in dem Sinne. Die sind schon verschlüsselt. Die sind halt so verschlüsselt, dass du sie nicht auspacken kannst, aber der Server kann sie wieder auspacken. So, jetzt muss der Server sie aber ja auch auspacken können und dementsprechend, wenn deine Maschine übernommen wird, dann kann der einfach den Cookie klauen, kann ihn bei sich einfügen und dann hat er Zugriff auf dein System. Weil er denkt, dass du dann mit dem Browser halt eingeloggt bist. Das ist halt ein Problem. Das kann man eigentlich fast nicht verhindern. Also, sollte Malware gar keinen Zugriff erhalten? Ja, das sollte sie, aber wenn sie halt den Browser übernehmen kann oder im Browser drin ist und Zugriff auf die Webseite hat, was übrigens sehr, sehr viele YouTube-Add-ons tatsächlich haben, dann hast du ein Problem. Trivial things like passwords and 2FA entirely by targeting what's known as a session token. Now, many of you will know this already, and if you do, give yourself a cookie. But after you log into a website and your credentials have been validated, that site will provide your web browser with a session token. Yep. This allows your browser, and by extension you, to stay logged in when you restart your browser and go to access that site again. Also wir können das tatsächlich mal ganz kurz machen, indem wir hier auf YouTube gehen, im anonymen Fenster natürlich. Hier bin ich nicht eingeloggt, wie wir sehen können. Hier habe ich nichts gemacht. Jetzt klicke ich mal auf alle ablehnen.
Und wir machen hier einfach mal einen Rechtsklick untersuchen. So, und das dürft ihr mal bei euch tatsächlich im echten YouTube machen. Jetzt geht ihr hier auf Konsole und geht hier einfach auf so viele Sachen. Geht hier einfach mal auf document.cookie. So. Und dann haben wir hier ein Consent Pending, Pending plus 477, Pref, bla bla bla, Europe und dann irgendein Socks-Dingens. So. Und klar, wenn ihr eingeloggt seid, steht dann da im Endeffekt eine Session hinten dran. Und diese Session könnte man einfach jetzt bei sich reinmachen. Also ja, im Fall von, ich weiß nicht, wie YouTube das regelt. Ich glaube, YouTube wird das wahrscheinlich nicht so tun. Aber Sessions werden auf dieselbe Art und Weise gespeichert. Das ist nur ein oberflächlicher Unterschied. Man kann die Sessions dann am Ende auch, könnt ein bisschen deeper gehen, dann könnt ihr hier drüben auf die Application gehen und dann habt ihr hier im Endeffekt eine komplette Zusammenfassung von allem. Local Storage, Session Storage und so weiter und so fort. Ja, klar braucht man Cookies für sinnvolle Sachen. Also ich meine, gerade diese Session-Tokens sind ja super sinnvoll. Ich hätte keinen Bock, mich permanent neu einzuloggen bei YouTube, um ein Video zu gucken. Also die Cookies liegen nicht ohne extra Sicherheitsstufe sozusagen dazwischen. Aber der Browser braucht ja rohen Zugriff auf diese Cookies. Und wenn der Browser keinen rohen Cookie-Zugriff hat, musst du dich jedes Mal neu einloggen. Und das ist halt dieser annoying Layer, den niemand haben möchte, weil es halt die Usability in den Keller zieht. Wenn der PC aus ist, ist der Hacker machtlos, aber wenn der PC aus ist, kann er ihn halt auch nicht übernehmen. Das heißt, wenn der PC an ist, kommt die Malware drauf, klaut das Cookie, wartet vielleicht, bis der PC aus ist, hat dann das Cookie, fügt den bei sich ein und dann kann er alles machen. This isn't a bad thing. It's a good thing because realistically, nobody wants to type in a password every time they want to post instant regret on the internet. But hold on a second. That cookie is stored locally on your device. How would someone else get it? Well, that's where we made a mistake. Someone on our team, and I'm not saying it was Colton, downloaded what appeared to be a sponsorship offer from a potential partner. Genau. It was an innocent enough mistake for the most part. Und mal ganz ehrlich jetzt hier gesprochen, ne? Diese Sponsoren, die echten Sponsoren, schreiben euch teilweise über Gmail. Die schreiben euch über Gmail, ey, hast du Bock, mit uns eine Collab zu machen? Ich habe die alle gelöscht. Irgendwann habe ich mit meinem Manager gesprochen und meinte der, ja, sag mal, warum löschten du die immer? Das ist halt schon echt, ne? Ja, wenn es von Gmail kommt, denke ich nicht, dass das echt ist. Dann haben die hoffentlich ein @meinemarketingagentur.com oder sowas. Ich verstehe das nicht. Und die Scammer kommen teilweise von richtig originellen Domains, also wirklich eigene Domains. Gut, klar, ein paar kommen von @online.ua oder sowas, die habe ich mittlerweile komplett geblockt. Aber manche sind wirklich gut gemacht. The email came from a legitimate looking source, and it didn't raise any immediate red flags like being full of grammatical errors. So, they extracted the contents, launched what appeared to be a PDF containing the terms of the deal, then, presumably when it didn't work, went about the rest of their day. Wow. What happened in the background took place over the course of just 30 seconds. The malware accessed all user data from both of their installed browsers, Chrome and Edge, including everything from locally saved passwords to cookies to browser preferences, giving them effectively an exact copy of those browsers on the target machine that they could export, including, that's right, session tokens for every logged in website. Now, no one should unzip an email attachment. File extensions should always be double-checked when you're executing anything, and any file that doesn't do what you expect should raise immediate red flags. So, aber trotzdem haben wir schon Probleme gehabt, die genau das anders gemacht haben. Wir hatten schon tatsächlich, also ich meine, du musst teilweise einfach PDFs aufmachen. Das geht teilweise einfach nicht anders. Gut, unzippen ist schon mal was ich grundsätzlich nicht machen würde. Also ich nehme einfach gar nichts mehr an, was irgendwie gesippt ist. Grundsätzlich bin ich aber mittlerweile auch vorsichtig geworden bei DocX-Dateien, weil manche Leute kommen wirklich mit einer DocX-Datei daher. Und mittlerweile bin ich sogar bei PDF-Dateien vorsichtig geworden. Und zwar ist das Problem, wenn zum Beispiel in eurem PDF-Viewer oder in eurem ZIP-Programm oder irgendwo drin etwas ist, also sagen wir mal, es ist eine ZIP, ja, und sie ist Passwort verschlüsselt oder auch nicht verschlüsselt, dann kann euer E-Mail-Programm das nicht so richtig nach Malware untersuchen. Das ist das eine, warum man grundsätzlich bei ZIP ein bisschen
sus sein sollte. Aber grundsätzlich hat man immer gesagt, PDF wäre okay. Aber mittlerweile bin ich da echt auch vorsichtig geworden. Denn wir haben gerade vor kurzem eine Schwachstelle in einem PDF-Viewer gehabt. Ich weiß gar nicht mehr genau, welcher das war. Es war kein offizieller. Wenn man die damit dann aufmacht, also eine PDF, die am Ende so angezeigt wird, als wäre sie okay, und ihr macht diese PDF auf, dann kann das sein, dass im Hintergrund trotzdem ein Virus drin steckt. Klar, wenn du es bei VirusTotal hochlädst, kann es sein, dass es erkannt wird. Es kann auch sein, dass es von deinem E-Mail-Programm erkannt wird. Aber auf der anderen Seite kann es halt auch leider einfach sein, dass diese Schwachstelle nicht bekannt ist und dass am Ende ihr dann trotzdem halt ein Virus habt. Die Chance besteht halt immer. Wir hatten gerade vor kurzem erst, und das habe ich ja auch auf Instagram gepostet, eine Schwachstelle in Microsofts Outlook, die so gravierend war, jemand musste euch eine E-Mail schicken und ihr konntet übernommen werden. Euer Rechner konnte übernommen werden. Das heißt, eine E-Mail an mich, ohne auch nur irgendeinen Anhang, hätte gereicht, meinen Account zu übernehmen, wenn ich nicht gepatcht hätte. Es ist halt sehr, sehr schwer, da nicht irgendwie hinten dran zu kommen. Also gut, Outlook verwende ich selten, fairerweise. Aber es kann vorkommen, dass ich mal Outlook offen habe, wenn ich irgendwie bei ein paar seltsamen E-Mails dann mal was beantworten möchte oder sowas. Also grundsätzlich ist halt immer die Thematik da. Es ist super, super leicht, sich was einzufangen. Und man kann es halt einfach nicht unterscheiden, ob es jetzt ein echtes Sponsoring ist teilweise oder ob es halt fake ist. Es ist sehr schwer, wenn man darauf achtet, jemanden zu übernehmen. Bei Linus war es jetzt halt, er hat es entsippt und er hat es dann aufgemacht und es war halt eine ausführbare Datei wahrscheinlich. Aber es gab auch eben schon andere Fälle. Und ja, es kann immer passieren. Das ist halt das Problem. Aber ich glaube, er wird hier gleich noch was anderes dazu sagen. Also klar, ich kann das Ding scannen, ich kann das Ding irgendwie, ich kann mich davor schützen. Im Grunde genommen müsste man aber eigentlich jedes Dokument in einer virtuellen Maschine aufmachen. Oder was ich tatsächlich mache, und das ist jetzt tatsächlich ein heißer Tipp an der Stelle, wenn ihr eine PDF bekommt, ich lade die meistens erstmal bei Google Drive hoch und öffne sie dann in Google Drive, weil Google Drive hat nochmal seinen eigenen PDF-Viewer und überprüft das Ding nochmal vorher, wenn ich es machen muss. Ja, also, shit, okay. But then, on the flip side, I can hardly blame a sales rep or a video editor or someone in accounting for not being up on the latest in cybercrime. Yeah. And I also believe that in a healthy organization, actually rolls up the hill rather than down. So there's not going to be any disciplinary actions because the simple truth is that if we had more rigorous training for our newcomers and better processes for following up notifications from our site-wide anti-malware, this could have been easily avoided. As for why it took so long for us to lock down the account once we knew what was going on, that's another training issue, but this time it was my training. We use a system for our YouTube channels called Content Manager, which theoretically improves security by allowing us to dole out specific channel access roles to our various team members, rather than just sharing the main account credentials with everyone who needs to access it. Ein Fortschritt. This made the process of determining the attack vector way more complicated. You can think of it kind of like replacing your one giant vault door with 20 smaller doors, any one of which realistically still gets you into the vault. Now, in a perfect world, these smaller doors should have been restricted with less access than we configured, but hindsight is 2020, or at least I hope it is. The bottom line is that our disaster response processes need to improve because I realized at 3 whatever in the morning, shout out. Yo, your YouTube channel is a Tesla page at the moment. Tried calling, I know it's late, but I want someone to alert me also. Steve from Gamers Nexus for the wake-up call, by the way, that I actually didn't know how to reset the passwords and the access control across all of these channels in Channel Manager. And that is not the sort of thing that you want to be troubleshooting buck naked in the wee hours of the morning in the middle of a crisis. In fairness to me, the way that Google handles the intermingling of all their services is not the most intuitive, and both Yvonne and I experienced. Genau, das hier sind die Permissions. Das ist das, was ich vorhin meinte. Man kann einstellen bei den YouTube Permissions, was eben jeder machen kann. Er hat hier tatsächlich alle als Viewer eingetragen. Und schaut mal, wie viele Leute da involviert sind. Das ist eine scrollbare Liste. Da sind so viele Namen drin. Ich kann mir vorstellen, dass das locker 100 Personen sind, die da irgendwie Zugriff haben. Die dann vielleicht die
die Analytics sehen können, die vielleicht aber, also halt einfach sehen können, wie die Dinger performen, damit sie quasi Marketing machen können, die dann aber auch zum Beispiel Rechte haben zum Hochladen und so weiter. Und genau das ist das Problem. Du kannst ja nicht einfach allen irgendwie den Zugang hier bei YouTube resetten. Das könnte man einbauen, dass man irgendwie sagt, hey, jeder wird ausgeloggt, instant, und man setzt alle Session-Tokens zurück. Aber numerous glitches and timeouts that prevented us Das from glaub ich effectively using these tools, even once we did figure out how to use them. Which leads us nicely then. Achso, und übrigens, jeder Kanal wird auch nochmal separat gemanagt. Das heißt, du hast mehrere Kanäle, wo jeder separat nochmal Zugriff hat. Du musst theoretisch jeden erstmal rausschmeißen, dass er keinen Zugriff mehr hat. Into the next part of our discussion. I've owned what I did wrong, and now it's time to talk about Google. To their credit, I heard back that someone was aware and working on it at the highest levels within about half an hour of reaching out to my YouTube rep. Und das Tolle ist, ich habe nicht mal einen Google-Ansprechpartner. Ne? Theoretisch bekommt man ab 100.000 Abos irgendwann mal vielleicht einen zugeteilt. Ich habe die 100.000, steht leider nicht drauf, ich habe die 100.000 schon eine halbe Ewigkeit auf meinem Tutorials-Kanal. Und mittlerweile auch fast schon mit dem Vlog-Kanal. Shoutout an euch an der Stelle, Dankeschön dafür. Ich habe seither nicht mal was gehört. Ja? Jedes Mal, wenn ich irgendwas brauche, muss ich 50 Umwege gehen, bis ich den YouTube-Support erreiche. Der Twitter-Chat von YouTube will mir die Fragen nicht beantworten. Die Chat-Funktion ist irgendwie mit der Community zu chatten. Du kannst aber, wenn du spezielle Anliegen hast, kannst du auch eine E-Mail schreiben. Dazu musst du allerdings die richtigen Sachen ankreuzen im Kontaktteil. Das ist komplett furchtbar. Und in so einer Situation willst du das nicht machen. Da willst du einfach direkt einen Button haben, wo du sagen kannst, hey Leute, ich brauche jetzt eure Hilfe. Gibt es leider nicht bei Google. Oder zumindest nicht für so kleine Creator wie mich mit irgendwie 210.000 Abos plus einen zweiten Kanal mit irgendwie 90.000 oder sowas. Naja. And Und blauem they have Haken. seemingly improved their internal tools for managing this sort of thing a lot since the last time around. They've got forms you can fill out, and the Yeah. partner reps that we've worked with seem to genuinely care. Shout out MC, I'm so sorry this spoiled your spa day. However, this entire process has been pretty opaque. Other than we're aware and working on it, the internal team doesn't seem to even be allowed to communicate with creators directly. Wow. I mean, I get it. Security aside, idiot users probably won't have anything to contribute to their investigation. They figured out that the attack came from one of our non-video production teams pretty quickly and then actually banned that Google Workspace account almost immediately. I mean, Krass. realistically, Das Problem ist, du brauchst ja auch einen YouTube-Kanal, der hochladen darf. Der muss ja immer aktiv sein, weil das ist ja eine Berechtigung, die ich halt zum Beispiel eigentlich fast jeden Tag brauche. Oder eigentlich jeden Tag brauche. Dementsprechend kann man sie nicht einfach so rauswerfen, was ja auch wirklich normalerweise ein Trick ist, was man bei High-Ranking-Sachen normalerweise so macht, ist, man hat die Rechte, die man schützen möchte, hat man isoliert in einer separaten Instanz und die muss man halt irgendwie separat nochmal Zugriff geben drauf. So. Das Problem ist, wenn du es halt ständig brauchst und auch ständig damit arbeitest, weil ich muss ja auch ständig Kommentare lesen, ständig irgendwie Analytics mir angucken und damit arbeiten, um neue Themen für euch zu identifizieren oder was es gibt, auf was ich vielleicht antworten soll, etc. Sonst hätte ich zum Beispiel das hier nicht mitbekommen. Und dann ist es halt doof, wenn man das irgendwie nicht machen kann. Wäre schön, wenn es das gäbe, aber es ist nicht so einfach. Also für mich wäre tatsächlich die geilste Lösung einfach, du musst einfach immer, wenn du auf YouTube gehst, einmal ganz kurz hier auf deinen Security Key drauf tappen oder den Security Key hinten reinmachen, wenn du irgendwas Größeres ändern möchtest oder einfach nur ein YouTube-Video hochladen möchtest. Das wäre eine geile Funktion, die würde ich voll feiern. Dass ich quasi einfach kurz sage, hier, zack, fertig, oder hier einmal kurz Security Key, Finger drauf, fertig. Dann brechen sie bei mir ein. So einfach ist das zum Glück auch nicht. Also ich meine, wenn jemand bei mir einbricht, dann weiß ich ja, dass mein YouTube-Kanal wahrscheinlich demnächst in Gefahr ist. Aber die Funktion gibt es leider nicht. idiot users could just slow them down. But even a quick, hey, I know you're stressed, here's what's going on, and here's how we can keep this from spreading, Hello. would almost certainly have calmed my nerves and saved all of us some work by keeping TechLinked and TechQuickie in our hands. And another big problem is that this approach, one-on-one, only benefits larger channels like ours. I've seen quite a few people, rightly,
expressed some resentment that we were able to get this resolved so quickly when Ja. their favorite niche creator X or Y struggled with it for an extended Also ich weiß nicht, ich glaube um das nochmal hier kurz zusammenzufassen, er hat seinen Account gestern Nacht verloren und hat ihn heute fertig und hat vor 5 Stunden hat er ein Video hochgeladen. Vor 5 Stunden, Leute. Das ist um 10:50 Uhr gewesen. Das ist so unfassbar schnell. Ich weiß noch, dass es bei Julian Bam irgendwie mehrere Wochen gedauert hat. Oder mehrere Tage auf jeden Fall. Bei mir wird es wahrscheinlich locker so 2, 3 Wochen gehen. Das ist. period of time, or even never got it fully resolved. So it's clear that there are some changes that need to be made, and here are a few of them in no particular order. We need greater security options for key channel attributes. I mean, how can you change the name of a channel without having to re-enter your password and your Ja. two-factor? What about resetting a stream key? Same deal, in my opinion. Gut, ja, sie hatten es vorbereitet, aber ich meine, er konnte es vor 5 Stunden hochladen. Das heißt, es ist schon 5 Stunden da, you know. Letzte Nacht gehackt, um 11 Uhr ungefähr online gegangen, das Video. Dementsprechend, das ist schon schnell. And this is just one of the ways that the impact of a session hijacking can be limited. Ja. Rate limiting is also widely used in API access to services like YouTube. For example, Google will only process a certain number of comment moderation actions per day through their API. Well, I could see implementing something similar, even if you are directly accessing the service, but then rather than limit it outright, it could prompt for authentication. To be clear, I'm not saying every time you delete a video, it should ask for your password, but say if you were trying to delete 10 or 100 or 1,000 videos at a time, a little, "Are you sure about that? Are you actually you?" would probably be in order. Einfach nur kurz auf den Security Key draufklicken und es funktioniert. Das wäre so ein Top-Feature. Ich würde mich so drüber freuen. Also ich meine, der steckt sowieso in den meisten Fällen hier in meinem Rechner drin. Und gut, ich habe gestern aufgeräumt, weil es hier aussah wie Sau, aber deswegen ist er jetzt gerade nicht mehr drin. Grundsätzlich ist der sowieso meistens da. Und wenn ich dann einfach nur meinen Finger draufheben muss, dass ich ihn aktivieren kann, um einfach kurz YouTube zu sagen, ey, läuft, kein Aufwand, wirklich nicht. Und das ist schon sehr, sehr nice. Naja. The funny thing is that none of that stuff would even be necessary with proper security policies on session tokens. The bare minimum would be time-based expiry. You know how when you boot up an old smartphone, all your accounts are usually logged out? Session expiry. But many sites also factor in other attributes like location. So Also, ich wollte es gerade sagen, Session Expiry passiert, aber halt nicht sofort. Man muss halt irgendwie, ich glaube, also der Standard, was viele benutzen bei Website-Entwicklung, sind so 30 Tage. Wenn ihr 30 Tage euch nicht einloggt, dann ist halt das Session-Token weg. Fairerweise, das wird halt nichts bringen. Wenn man jeden Tag seinen Google-Account benutzt, dann ist halt auch das Session-Token jeden Tag da. Da muss man jetzt keinen, also das wird nicht reichen. Das wird nicht funktionieren bei Google. Das kann man bei anderen Websites vielleicht machen. if you were to suddenly try to access a site or service from Antarctica, you should be prompted to log in again. Auch das ist wahrscheinlich der Fall bei Google. Das ist eben Geolocation. Ich nehme schwer an, dass die halt einfach die Location irgendwo in der Nähe hatten, wo es halt plausibel war. Also es refresht sich halt immer, ne? Das heißt, wenn du dich neu wieder bei youtube.com einwählst oder bei irgendeinem Google-Service, was du halt wahrscheinlich tun wirst, dann kriegst du halt ein neues Session-Token und dementsprechend, ja, passiert das nicht. Cookies beim Schließen des Browsers automatisch löschen kannst du machen, ist aber halt super nervig, wenn du dich jedes Mal wieder überall einloggen musst. So viel Zeit haben viele gar nicht, beziehungsweise so viel Zeit wollen sich eigentlich die wenigsten nehmen. Zumal es dir ja auch nicht wirklich was bringt, weil wenn du einmal als Angreifer das Session-Token hast, dann ist es ja immer noch gültig. Also ich meine, selbst wenn es bei dir gelöscht wird, der Angreifer hat es ja noch. Diese Woche, am Mittwoch oder sowas, Dienstag, habe ich ein Video gemacht zu Single Sign-On. Und da wird das ein bisschen genauer erklärt. These measures are very common on high-risk websites, like online banking. I'm not saying banks are model citizens when it comes to login security, but they do usually invalidate sessions in a matter of minutes. Ja, also ich glaube 5 Minuten sind es bei mir bei der Bank, werde ich ausgeloggt, wenn ich nicht die Bank-Webseite benutze. Was euch aber auch nicht reicht. Wenn ein Hacker in eurem System drin ist und das Cookie oder das Token klauen kann, während ihr eingeloggt seid, dann macht es halt keinen Unterschied mehr. Dann kriegt ihr allerdings bei einer Bank mitgeteilt, dass ihr woanders eingeloggt seid und woanders, also zum Beispiel, man kann eine Bank nicht in mehreren Tabs benutzen häufig,
weil die sagen, ey, wenn das Token in einem anderen Tab aktiv ist, dann darf es in diesem Tab nicht mehr aktiv sein und deswegen loggen sie euch aus. Das heißt, ihr seht, wenn es der Hacker benutzt. Wenn ihr allerdings als Hacker das richtig, richtig clever macht, ihr habt das Token geklaut, packt das bei euch noch nicht rein, wartet, bis derjenige, der halt angegriffen wird, vergisst auf Ausloggen zu drücken und dann benutzt ihr das Token weiter. Dann habt ihr einen Zugriff auf den Bankaccount und dann kann man da auch nichts dagegen machen. Deswegen sollte man sich bei Online-Banking ja auch immer wirklich aktiv ausloggen am Ende. Dann wird nämlich das Session-Token invalidiert. Das heißt, es wird automatisch quasi gesagt, dieses Token ist jetzt wirklich nicht mehr gültig und es ist halt, ne, der Angreifer kann da mit dem Token auch nichts mehr anfangen. Also wenn ihr euch bei Google ausloggt, klar, mit Absicht, dann ist das auch eine Möglichkeit, dann würde es wahrscheinlich nichts mehr machen, aber ich meine, wer macht das bei Google, ne? But can you remember the last time Instagram or Snapchat asked you to log in again? Social media platforms, YouTube, excuse me, tend to be a lot less aggressive since they want to make using their platforms as frictionless as possible. Ja. Now, in fairness, Google does usually require re-authentication when you're changing a password or Weil deine IP-Adresse sich häufig ändert und das auch ein Prozess ist, den viele nicht haben wollen. Deswegen kann man es auch nicht unbedingt an die IP binden. Und das ist dann auch wiederum so ein Ding, wo man sagen muss, man balanciert quasi, wie angenehm eine Website zu benutzen ist, mit wie schlimm das für die Security ist. other security options, or I don't know, when a session token gets reused by a new IP address on the other side of the freaking planet. Das But könnte we've man heard erkennen. from Ja. multiple people that this isn't always the case. So the big question is that with Google owning the whole chain here, like start to finish, Schaffen wir really, eh nicht mehr. including Wir the gucken bloody es web fertig. Das browser, Video kommt einfach schon mal how raus. is Ihr this könnt crap danach not rein. only still possible, but so prevalent? Genau, und das ist halt so das Ding, ne? Man könnte einfach hier schauen, wird der Kanal in Tesla umbenannt? So, das ist schon Instant Bot sein. Und schau mal hier, 2100 Leute watching. Jeder, der diesen Stream hier watcht, möchte den einfach nur promoten und den möglichst groß machen. Das heißt, man kann einfach jeden Account, der hier drauf ist, erstmal als Bot flaggen und potenziell auch bannen. Erstmal zumindest. It's time for them to not just ask these questions internally, but come up with real answers for them. I think the only group whose response here was perfect was our community. And no, this is not like standing on stage, yeah, I love you guys, and what. You guys were amazing. Prominent members of our forum, whom I've interacted with over the years, reached out to my team directly. Upstanding citizens Danke, were paying wirklich. real money out of their own pockets to send super chats warning stream viewers that the channel was hijacked. And Aw. over 5,000 of you in the last 12 hours alone subscribed to floatplane.com to show your support and to ensure that you wouldn't miss any of our Wow. uploads. I have had a pretty rough day, a pretty long day. Krass. But you know what? It's also been amazing to see how fast we can bounce back thanks to your unwavering support, the incredible team we have here. Like everyone. We got Artie over there. Is Colton still there? No? All right. Well, whatever. Andrew's there. James is working on guidance for this. Luke was up half the night with me and Yvonne trying to help us figure things out, That's driving to sick. the office. Really appreciate you all. Our partners at YouTube. And of course, D-Brand. Something. D-Brand with me a lot. Yes. Okay, ich glaube, das Restliche ist nur noch Dingens. Das können wir hier mal ganz kurz abbrechen. Aber ja, wichtig einfach, dass man das auf dem Schirm hat. Es kann mir auch passieren. Das will ich einmal ganz kurz vorweg sagen. Falls ihr irgendwann mal einen Tesla-Livestream von mir sehen solltet, das bin nicht ich. Seid vorsichtig damit. Und ja, offensichtlich überweist keine Bitcoin, auch wenn ihr denkt, dass ich das bin und ihr das doppelt zurückbekommt. Da muss man einfach vorsichtig sein. Ja, ich weiß, meine Reactions sind immer viel zu lang. Es tut mir leid, wobei ich hoffe, euch gefällt es. Ich meine, ihr guckt ja auch deswegen. Ich danke auch euch, dass ihr euch immer die Zeit nehmt mit mir. Das ist einfach, muss man einfach mal dazu sagen. Ich wünsche euch was. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Macht's gut.